Du brauchst noch 1, 2 oder 3 Weihnachtsgeschenke, überhaupt gar kein Problem, denn ich habe jetzt hier 10 Geschenkideen für Weihnachten, die total last-minute sind, die du jetzt noch innerhalb der Woche, die du noch Zeit hast, ohne Probleme besorgen kannst. Und meine Ideen sind von 1 Euro bis 150 Euro, aber eigentlich kannst du sagen von 1 Euro bis unendlich, denn viele dieser Ideen kannst du auch auf unendliche Summe hochschrauben, je nachdem, wie viel du ausgeben willst. Hi, ich bin die Sophie, ich bin Physikerin und ich liebe es einfach, Preise zu recherchieren, Preise zu vergleichen und vor allen Dingen total effizient zu sein. Und deswegen habe ich hier für dich auch alle Preise recherchiert. Zeit statt Zeug, das ist die erste Geschenkidee. Und hier heißt es einfach, Zeit zu verschenken. Meine Idee und was auch auf meinem Wunschzettel steht, ist ein Brettspieleabend. Den kriegst du ab 1 Euro. Denn das ist genau der Preis, was diese Karte kostet, deinen Gutschein zu schreiben. Und dann nimmst du dir einfach ein Brettspiel, gehst zu der Person, die du geschenkt hast und machst mit ihr einen schönen Spieleabend. Das kostet überhaupt gar nichts. Wenn du natürlich noch eine teure Flasche Wein, Champagner mitnehmen willst, dann kannst du da auch locker mal auf 100 bis 1000 Euro hochgehen. Oder wenn du ein sehr edles Essen noch dazu sponsorst. Aber prinzipiell ist diese Idee für 1 Euro möglich. Meine zweite Geschenkidee, Last Minute, ist ein eigener Gutschein. Zum Beispiel ein Gutschein für einen Wellness-Tag zu Hause. Und da könntest du dann einfach für die beschenkte Person ein Vollbad einlassen, Kerzen aufstellen, vielleicht noch ein paar Snacks herrichten oder auch eine Massage oder noch dazu ein Abendessen anbieten oder was du magst. Auch eine andere tolle Idee ist eine Übernachtung unter freiem Sternenhimmel. Das ist halt auch ein Gutschein, den du selber schreiben kannst. Geht sogar noch am 24., wenn du dich dann erst an dem letzten Tag dafür entscheidest. Das, würde ich sagen, ist ab 2 Euro möglich, was die Karte kostet und was vielleicht es kostet, dich und deine Person dahin zu bringen oder was das warme Wasser kostet, in die Badewanne einzulassen. Dritte Idee ist eine Kochbox, die du selber zusammenstellst. Und damit meine ich jetzt nicht, könnte man auch machen, aber eine selber zusammengestellte Backmischung. Das kennt man ja schon sehr häufig. Nein, ich meine eine Kochbox. Du suchst dir ein Rezept aus, schreibst es schön zusammen auf eine Karte, was man alles braucht und packst diese Zutaten in eine Box ein und verschenkst es. Da muss man natürlich nur darauf achten, dass man jetzt Sachen nimmt, die nicht sofort verderben, wenn die da 1, 2 oder mehrere Stunden in dem Geschenk drin rumliegen. Ansonsten halt nur sehr frisch einpacken, auf jeden Fall, oder schauen, dass es gekühlt ist. Das Ganze ist, würde ich sagen, von 5 bis 10 Euro schon möglich, da eine coole Kochbox zu machen. Wenn du Ideen oder Inspirationen brauchst, dann kannst du ja nach Kochboxen googeln und kannst einfach diese Rezepte nachmachen, die da drin haben. Vierte Geschenkidee ist eine Botschaft im Glas. Ab 8 Euro ist es möglich, ein schönes Glas zu kaufen, schöne kleine Kärtchen, die du dann einrollst, und dann könntest du zum Beispiel 100 Gründe aufschreiben, warum du diese Person besonders magst, oder 12 Gutscheine, für jeden Monat einen Gutschein für diese Person. Also damit meine ich jetzt nicht Wertgutscheine, Amazon-Gutscheine oder so, sondern auch so ein Gutschein wie, ich bügel dir einmal das Hemd, gehe einmal mit dem Hund spazieren oder einmal eine Massage oder so. Meine 5. Geschenkidee ist ein selber gemachter Fotokalender. Der ist schon ab 15 Euro möglich. Ich kann dir gerne mal einen Kalender verlinken, den ich gefunden habe. Die gibt es schon sehr günstig online zu bestellen. Und dann musst du nur noch die Fotos drucken. Das kannst du jetzt entweder zu Hause machen, wenn du einen guten Farbdrucker hast, oder was auch echt günstig ist, einfach in der Drogerie die Fotos sofort drucken lassen. Und für einen Fotokalender, 12 Monate brauchst du ja nur 12 Fotos. Und ich meine, die gibt es schon sehr günstig, ab 20 bis 50 Cent, also je nach Größe von deinem Foto. Habe ich auch schon öfters verschenkt. Und meine Mama, meine Oma, mein Opa haben sich immer darüber gefreut. Wenn du zum Beispiel Fotos hast von gemeinsamen Ausflügen, dann ist das Ganze noch umso toller. Meine 6. Geschenkidee ist eine Lifestyle-Monatsbox zu verschenken. Zum Beispiel die My Little Box, die gibt es ab 19 Euro pro Box. Das wäre dann jetzt auch der Preis, den ich hier, wo ich es einsortiert habe, dass man einmal diese Box verschenkt, dass die zum Beispiel im Januar kommt oder im Februar. Wenn du mehr Geld ausgeben willst, kannst du das Ganze natürlich auch direkt für 12 Monate buchen. Da gibt es noch vielerlei andere Monatsboxen, aber ich persönlich mag die My Little Box am liebsten. Da ist Beauty enthalten, aber auch Lifestyle, und da hat man halt immer eine gute Mischung, und ich finde den Preis auch ganz gut. Die gibt es übrigens demnächst wieder bei mir zu gewinnen, also wenn du mal Bock hast selber auf eine My Little Box, dann abonniere mich jetzt gleich, damit du das nicht verpasst, und mach auch gleich die Glocke an, dass, falls dieses Verlosungsvideo online geht,
du sofort dabei sein kannst. Meine 7. Geschenkidee ist, dass du Sommerbräune verschenkst. Es geht jetzt nicht nur um deinen Urlaub oder so, sondern einfach mit Selbstbräuner. Und wenn du dich schon gefragt hast, warum ich so eine natürliche, schöne, zarte Bräune habe, benutze im Winter und habe ich jetzt auch wieder gemacht, immer Selbstbräuner, damit ich einfach nicht so käsig aussehe und so dermaßen blass. Ich finde, es sieht gesünder aus, man sieht sofort strahlender aus und verströmt demnach auch mehr Glücklichkeit, und ich finde, es kommt dann auch zurück. Also man kommt auch besser an, weil man sich selber entspannter fühlt. Also wenn du verstehst, was ich meine. Ich fühle mich dann einfach besser, wenn ich nicht so käsig, blass und krank aussehe. Ich kann schon ziemlich weiß werden. Genau, und deswegen trage ich da immer gerne Selbstbräuner auf, und der ist total fleckenlos. Den benutze ich immer fürs Gesicht, und du siehst, es passt völlig. Der ist so einfach aufzutragen, einfach mit der Creme vermischen und direkt auf dem Gesicht verteilen, und nach circa 3 Stunden oder so hat er sich entwickelt. Ich mache das dann gerne abends. Der färbt auch nicht ab auf den Kissen oder so. Dann lege ich mich ins Bett und habe am nächsten Morgen eine wunderschöne, zart gebräunte Haut. Und man kann den auch dosieren und immer wieder verstärken. Ich fange dann immer mit 2 Tropfen an, die ich da einmische, und wenn es mir zu schwach ist, mache ich nochmal. Das kann man dann auch jeden Tag wiederholen, und dann hält es so eine Woche ungefähr. Der riecht überhaupt nicht ekelhaft nach Selbstbräuner, der hinterlässt keine Flecken, und gleichzeitig hat man bei Beauty Mates noch gute Inhaltsstoffe, und das finde ich halt extrem wichtig, dass man sich da keine Pickel holt oder schlechte Haut macht damit. Die haben auch noch eine Hyaluroncreme. Die benutze ich dann auch gerne in Kombination, weil so kriege ich gleich schon gestraffte, schöne, befeuchtete Haut, die einfach gesund aussieht. Und Hyaluron, weißt du ja, polstert die Falten weg, und es hat dann gleich so einen doppelten Effekt. Beauty Mates ist der Sponsor von diesem Video. Wir dürfen eine wahnsinnige Verlosung zusammen machen, denn du kannst jetzt diese Sommerbräune gewinnen. Unfassbar, dass sie das möglich machen für uns hier. Du musst einfach einen Kommentar schreiben, und dein Kommentar muss das Wort Sommerbräune enthalten. Dann nimmst du schon an der Verlosung teil. Natürlich musst du auch Abonnent sein, und wenn du ein Extralos haben willst, schreib mehrere Kommentare, denn jeder einzelne Kommentar zählt, der Sommerbräune enthält, und teile das Video unbedingt. Denn je mehr mein Kanal wächst, desto mehr und bessere Verlosungen wirst du hier noch bekommen. Also Win-Win für alle. Diese Verlosung läuft bis Weihnachten, das heißt, es kann dein Weihnachtsgeschenk sein, das du für dich selber gewinnst. Wenn du aber jetzt noch Bock hast, Sommerbräune auch zu verschenken, dann hast du jetzt noch 2 Tage Zeit, bei Beauty Mates zu bestellen. Benutzt meinen Rabattcode, denn alle Bestellungen, die bis zum 19. bei denen sind, kommen noch 100%ig rechtzeitig zu Weihnachten bei dir an. Also wäre das auch noch eine ganz, ganz gute Option. Und für dich selber hier zu gewinnen, wie gesagt, abonniere und kommentiere mit dem Wort Sommerbräune, und schon nimmst du an der Verlosung teil. Meine 8. Geschenkidee ist ein Jahresabo für eine Zeitschrift, denn da gibt es so viele unterschiedliche, und es gibt eigentlich für jedes Hobby auch eine Zeitschrift, die man bestellen kann, und es geht auch relativ kurzfristig, und dass schon die erste Ausgabe im Januar zu deiner beschenkten Person kommt. Und zum Beispiel, was ich jetzt gerne lesen würde, wäre InStyle. Die gibt es schon ab 40 € für ein ganzes Jahr, oder für Männer Men's Health auch für 43 €. Also ich finde die Preise echt gut. Gibt es aber auch für Autos, für Motorräder, für Bastler, für Gamer und so weiter. Oder Deko Queens. Es gibt ja da alle möglichen Zeitschriften, und da findet man eigentlich für jeden etwas. Als Spartipp hier dabei, das habe ich auch schon mal gemacht, einfach auf eBay ganzen Packen alte Ausgaben von irgendwas. Da hatte ich zum Beispiel so Einrichtungszeitschriften mal für meine Schwester besorgt. Die waren in einem super Zustand, da habe ich halt extrem wenig bezahlt, also wahrscheinlich nur die Hälfte, 15 oder 20 € habe ich dafür bezahlt. Das wäre auch ein Tipp, wenn man da welche findet, ja. Und wenn man aber die aktuellen Zeitschriften haben will, dann ist so ein Monatsabo sowieso besser, und vor allen Dingen ist halt cool, dass jeden Monat eine Zeitung kommt. Meine 9. Geschenkidee ist eine Bienenpatenschaft. Das ist halt aus mehreren Gründen ganz cool. Also erstens, du bekommst hier bei dem, was ich hier rausgesucht habe, auch 5 Honiggläser dazu, und tust halt mit deinem Geld, das du hier als Pate bezahlst, oder du verschenkst es ja, sind 65 €,
dann tust du auch noch was Gutes, weil du finanzierst einen Bienenstock. Also der Imker, der kann das Geld benutzen, um die Bienen zu versorgen. Und Bienen sind so wichtig, das weißt du ja, weil sie unser Gemüse und Obst bestäuben und ohne Bienen hätten wir nichts zu essen. Der Beschenkte, also der Bienenpate, der bekommt dann auch regelmäßig Updates und Fotos von den Bienen. Also man hat da so ein bisschen den Bezug und darf die auch besuchen. Honig ist schon was sehr Gutes. 10. Geschenkidee, das sind jetzt Erlebnisse. Sowas wie zum Beispiel Bodyflying, also Fliegen mit seinem eigenen Körper im Windkanal. Das ist so cool, das habe ich auch schon mal gemacht. Gibt es für, mittlerweile ist es teurer geworden, 60 €. Was ich auch gefunden habe, richtig cool. Man kann Kampfjet selber fliegen. Schon ab 150 € bis 200 darf man selber den Kampfjet fliegen. Also, wen sowas interessiert. Ich bin ja super Fan vom Fliegen. Ja, und auch physikalisch ist das sehr interessant, dieses Fliegen. Denn hast du schon mal drüber nachgedacht, wie viel so ein Flugzeug wiegt und dass es trotzdem abheben kann? Das liegt einfach an der Aerodynamik. Die wird übrigens auch in solchen Windkanälen getestet, wie die Flügel, welche Form die haben müssen, dass sie die Luft besonders gut ableiten. Denn hinten entsteht ein Wirbel. Die Luft strömt hier von oben über diesen gebogenen Flügel nach unten und die untere Luft strömt hier gerade entlang und dadurch entsteht ein Auftrieb. Also der Flügel wird nach oben gesogen und von unten nach oben gedrückt. Es ist so faszinierend, dieses Fliegen. Welche hat dir am besten gefallen? Und bis zum nächsten Mal.